Und damit herzlich willkommen zurück zu einer okay, irgendwas ist hier nicht ganz, also, ne, mal schauen, Alter. Ich hoffe mal, dass es hier keine weiteren Unterbrechungen gibt. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vampyr. Ich muss sagen, wir schauen immer lebloser aus, Alter. Bin ich ehrlich. Nicht so ganz hier, ey. Ich sind die Boys jetzt hier wieder alive, Alter. Oh, ich muss jetzt richtig reinschallern. Ey, fuck you, Alter. Mann, die müssen uns ja nicht angreifen. Was soll das? Haben die noch gar nichts getan, Alter. 40 Meter in die Richtung. Das sind auf jeden Fall mehr Boys. Aber ich würde gern wissen, wie es um den Bezirk steht, Alter. Weil das stand jetzt nicht mit da. Ach so, hier sind wir jetzt wieder gesund, oder was? Haben wir verloren, Alter. Ich weiß ja nicht, was verloren bedeutet. Aber scheinbar müssen wir nicht das Schlimmste herbeiführen, wenn wir Leute aussaugen. Scheint die Gesundheit ist wieder nach oben gegangen. Vielleicht aber auch, weil wir den einen gefunden haben. Wahrscheinlich deshalb, oder? Ja. Nehme ich jetzt einfach mal an. Üblichen Flyer. Das hier flimmert allzu komisch. Und man kann dann nichts machen. König und Vaterland brauchen sie. Schließen sie sich und helfen sie. Sich schließen und helfen, Alter. Alright, Bruder. Ein großes und schönes Messer, an dessen Klinge ein Name eingraviert ist. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Hoffe ja mal, dass wir ihm bei Gelegenheit das Ding wieder abnehmen können. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ein äußerst kurzes Vergnügen.
Hey, Oswald. Mensch. Hello Mein again, Guter. Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Gut. Alles klar hier. Ich würde dich erstmal gerne heilen, Alter. Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Oh, jetzt nimm mir die I'm Medizin certain als you have your Maul. reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Wo ist es nämlich? Behandlung gegen Kopfschmerzen. Na, erstmal Ihr Leben in London. Haben Sie Arbeit? Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Okay, das ist halt ganz besonders, Alter. Warum saßen Sie fest? Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Aber warum tun die so, Alter, als wären die Kreaturen, die ihn angreifen würden, einfach so da, Alter? Sagt sie ja, diese Vollidioten oder was, Alter, diese Bestien hätte ich noch verstanden, Mann. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Ich verstehe. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Hat nicht so viel Bock auf Ärzte, der Bruder. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Fresh Air, also, okay. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Also entweder war er verschüttet, ja. Schuldgefühle eines Soldaten weiß ich nicht, macht eigentlich keinen Sinn. Kindheit glaube ich auch nicht. Ich glaube, der war verschüttet. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Endliche Gedanken. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to Ach, say jetzt hau mal it. raus, Bruder. Thought Jetzt about erzähl what I doch could mal. do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Tell me about your true feelings for Newton. I love him.
I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. Ja, It takes courage wirklich, to stand Alter. up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Stehe. Na gut, mein Lieber. Wenn dem so ist, einen Hinweis benötigen wir noch tatsächlich. Goodbye, Mr. Thatcher. Aussagen könnten wir ihn jetzt tatsächlich. Quatschen mal mit dem lieben Newton. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the Haben war, wir schon Mr. versucht. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Stehe ich, Alter. Ich glaube, es verbindet auch krank sowas, ey. I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Ah, Oswald. liebt ihn auch, Alter. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Stehe. Genießen Sie Ihre Liebe, Mann. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Oswald seemed far more traumatized than you by the Da event. unten redet die Wasn't ganze the Zeit first einer, time that ne? happened to me. And surviving it again gave me strength. You believe that? How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long.
What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Verstehe. Take care of yourself. Na dann, mein lieber Mr. Bleed. Wo die ganze Zeit am Quatschen, Alter? Good evening. Evening, Dr. Reed. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Dear. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Scheint so, als hätten wir dadurch den Storystrang von den beiden auch abgeschlossen. Müsste zumindest. Aber mit ihm müssen wir quatschen. Bei ihr würde ich die Quest ganz gern machen und dann gucken, ob wir sie finden. Ja, den Brief geben wir natürlich dem Sohn, ist klar. Wir haben nicht das Recht, da einzugreifen. Aber vielleicht können wir mit ihm reden. Wir hatten hier für die gar keine Questlinie, ja? Oh. Verstehe. Na gut. Dann geben wir hier mal dem netten Herrn sein Messer zurück. Hey, Doc. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? Wenn das so ist. Dann sollten wir dich wohl mal lieber woanders hinbringen, Freund. Ich möchte an dir gerne, ja, ich will sagen, medizinische Wissenschaft revolutionieren. Ich möchte gerne meinen Einflussbereich in Sachen Bluttransfusionen erweitern. Als solches hätte ich sie gerne als Teil meines Projekts. Lieber Freund. Mit ein bisschen Glück kann ich dir danach dein Messer rauben. Du wirst hier sterben, mein Freund. Keiner wird es erfahren. Wir können nicht zulassen, dass Mörder und Gesindel hier herum existiert. Now I die. Fuck it. I'll live the way I wanted. Easy, Alter. Der ist ausgesaugt, der gute Bruder. Der ist ausgesaugt. Oh, was machen wir mit dir, meine Liebe? Das ist noch... Das ist noch schwierig, ey. Ich glaube, wir machen mal das hier.
Vielleicht führt uns das am Ende wieder auf den rechten Pfad. Ich glaube, wir gehen uns nochmal entwickeln, I guess. So, dann unser Schlafzimmer. War es nicht auf der Seite hier? Ach. Aber gleich mal gucken hier. Da müssen wir, glaube ich, eigentlich eh nichts machen. Könnten maximal mal das Beil abchecken. Gesundheit, Durchhaltevermögen. Das hier, glaube ich, würde ich auch gern pushen. Gut, Kapazität könnten wir auch mal erhöhen, aber ich glaube, ballern wir lieber hier noch ein bisschen in Ausdauer und Leben rein. Sierra tragen. Ah, weiß nicht. Ich meine, wir heilen uns ja hauptsächlich durch die Fähigkeit. Wenn wir natürlich die Heilfähigkeit rausnehmen wollen würden irgendwann, könnten wir dafür natürlich irgendwas anderes reinmachen. Und hier können wir die Special-Fähigkeiten mal dingsen. Aber wir haben keine EP. Na gut. Aber ich glaube, wir sind auch erst Level 10 geworden durch das Ganze jetzt. Warte mal, selbst wenn wir den umbringen, geht's nach unten tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich hätte eher vermutet, dass... You know what I mean, Alter? Dadurch, dass wir den aus dem Spiel genommen haben und er somit keine Leute töten kann. Dachte ich, wir hätten hier Gutes getan. Aber scheinbar nicht. Geht's jetzt erstmal hier in die Richtung rein. Ihr wisst, da oben war da der Schreihals. Aber ich glaube, diesmal haben wir eine ganz gute Chance. Ich glaube, der Sprung hätte uns wahrscheinlich getötet. Oh nein. Oh, macht gar nicht mehr so viel Schaden. Notiz der Wet Boot Boys. Ich glaube, ich habe in Whitechapel jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen können. Sein Name ist Albie. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen, und hat schnell zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass er nun ein Wet Boot Boy ist. Alter, was für ein Name. Und seine Befehle ab sofort von den Anführern erhält. Oh nö. Will ich doch gar nicht, Mann. Ich wollte doch noch gar keinen Stress mit euch, Mann. Aber ob das der war, den wir hier zusammengehäckselt haben?
Okay, frech. Oh nein. Schnell. Ah, junger Mann. Na, wie gefällt dir das? So eine Ische schreit da rum. Ich weiß nicht, was der ihre Mission ist. Wir schauen uns aber hier erstmal um Zeit, Leute. Belange des normalen Volkes interessieren uns nicht. Okay, was haben wir hier? Oh. Alright. Bisschen Ressourcen nehmen wir doch gerne. Alle auffüllen, dankeschön. Könnten natürlich ein paar Ratten aussaugen, aber... Was haben wir hier? Können wir hier rein? Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter die kritische Grenze... Ich glaube nicht, dass wir hier rein müssen. Go on! Back to the shadows! Watch the leech, boys! Brothers! Alter! Lord, give us strength! Alter! Alter, was ist denn mit ihm? Er rastet ja komplett aus. Arschloch. Ah, das machst du so schnell nicht mehr, mein Freund. Lol, aber guck mal, wen wir hier gefunden haben, Alter. Das ja very interesting. Also, dass wir die hier finden, hätte ich wirklich nicht gedacht. Was haben wir hier? Welche Zettel hier oder irgendwas? Hier geht's noch weiter. Eigentlich sind wir ja gerade auf einer ganz anderen Mission, ne? Ah, wie gefällt dir das, mein Freund?
Abgenutzter Privenpflock oder Privenpflock. Nice. Ich hoffe mal, das ist für die okay, dass die da unten erstmal ein bisschen warten muss. Die große Jagd, heil unseren gefallenen Kameraden. Heil unseren gefallenen Kameraden, heil ihrer Tapferkeit, denn wir haben obsiegt. Die Wache hat triumphiert, meine Brüder. Wir haben sie ausgemerzt, die Feinde der Menschheit versteckt in den dunklen Tunneln unter unseren neuzeitlichen Städten. Wir haben ihre Nester und Höhlen gefunden und ausgeräuchert. Wir haben die Fackeln der Schlacht in den finsteren Löchern getragen. Nie zuvor wurde ein solch gewaltiger Krieg der Sterblichen gegen die Unsterblichen geführt. Erinnert euch an den Sieg, meine Brüder, denn er bestätigt und besiegelt unser Vorgehen. Niemals schlafen, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja, meine Brüder, unsere Methoden funktionieren und dank ihnen ist England heute Nacht sicher. Dank sei denen von uns, die von unseren Feinden gebissen und getötet wurden, und denen von uns, die wir bangen Herzens selbst töten mussten, als sie sich gegen uns wendeten. Zittert nicht, meine Brüder, zweifelt nicht. Heute Nacht weine ich um unsere gefallenen Kameraden. Alter, wie sich da die Spucke sammelt, das ist ja geisteskrank. Ich weine, denn ich bin ein alter Mann, der in seinen letzten Jahren auf dieser Erde sehen konnte, wie sich endlich sein Lebenswerk erfüllt. Die Wache von Priven ist nur ein halbes Jahrhundert alt, und doch haben wir schon viel mehr als die Verräter von St. Paulus in einem halben Jahrtausend. Dies war unsere erste große Jagd. Lasst die Blutsauger, die unseren Zorn entkommen sind, wissen, dass wir nicht aufhören werden. Aus Der Widersacher von Kendall Stone, Gründer der Wache von Priven. Hat mir scheinbar nichts genutzt, Alter. Kacklappen, ey. Hier gab's ja auch überall nichts mehr, ne? Oh, guck mal. Vielleicht irgendwie sowas wie ein Schlüssel oder so? Nee. Nun gut. Wir haben einen neuen Pflock, Leute. So, und jetzt, Cherry, bin ich offensichtlich so weit, um mit dir zu reden. Are you all right, Miss Howcroft? They were tracking me, hunting me down. After the death of Thomas, they came to the hospital. They said I killed him. But you're safe now. Those men won't bother you anymore, I promise. Did you hear them? They recognized me as a vampire. I knew it. I knew it. I believe you're a very troubled woman, Miss Howcroft. I'm not crazy. I knew there was something wrong with me. I need to tell the doctors about this. I'm not crazy. I'm not crazy. I knew there was something wrong with me. I need to tell the doctor. Ja, aber ich würde dich gerne heilen, Alter. Behandlung gegen Migräne. Ach so, haben wir nicht. Aber können wir vielleicht herstellen? Wo ging es denn nochmal nach oben? War das hier? Wo war denn nochmal der Unterschlupf, Leute? Jetzt wirklich auf die Karte gucken, Alter. Ah, stimmt, hier oben war das. Oh, ich wollte ja keine Ratten mehr trinken, Alter. Thirst for blood. Wir haben noch gar nichts gegen die. Rezept unbekannt. Das ist aber doof. Das ist jetzt aber nicht so geil. Steady, boys! We've got one of them here!
Was gibt's? Oh, jetzt mal die Schnauze hier. Ah, geiler Hals. Ja, haben tapfer gekämpft, Alter. Und muss man ihnen einfach auch mal zugestehen, Alter. Ja? Muss man ihnen zugestehen. Der eine, der schien ein bisschen heftigerer Boy zu sein, ey. Als die üblichen Verdächtigen, mit denen wir uns anlegen. So scheint es zumindest. Können wir nicht rein. Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht übermäßig hier die ganzen Häuser abklappern, solange wir da keine Mission für haben, oder? Plakate hier kennen wir schon. Dead inside. Wurden die Leute unter Quarantäne gestellt, Leute. Eingesperrt und dann schön drüber gepinselt. Damit auch jeder Bescheid weiß. Haben wir schon im einen Game gesehen, hier ging es ja auch um die Pest und um Ratten. Weiß leider nicht mehr genau, wie das Game hieß. Hey Junge, jetzt hältst du mal die Schnauze. Alter, frech. Warum sind hier überall Ratten? More and more of these bloody leeches every night. Aye, but the guards recruiting more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first patrol. Deine erste Patrouille, sagst du. Hat mich aber ein bisschen belasten, muss ich sagen. This lock's all right. Da steht aber auch noch einer. Aber die sind jetzt wirklich schon ganz schön unterwegs hier, die ganzen Lappen, ey. Ah, jetzt langt's mal hier mit dir. Ja, Aufmerksamkeit satt. Ja, ist aber schon gut ausgerüstet, der Brother. Muss man ihm lassen. Das war's mit dir, mein Freund.
going. Alter, wie wir die auseinandernehmen, ne? Da sollen wir lang. Da sollen wir lang. Tagebuch interessiert uns aber nicht. Kommen wir nicht lang. Keep out. Irgendwer hat doch hier geschrien. Let me out oder sowas, ne? Oh, da können wir hoch. It's locked. Wer hätte das gedacht? Na gut, Alter, ja dann Richtung Main Story, ja? Gehen wir da mal rein hier. Ach so, das ist eine Tür. Ah, okay. Ich dachte, wir betreten ja wieder sowas wie ein Dungeon. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Kein Blut, Alter. Lebt er noch oder ne, der ist dead. Hat aber auch kein Loot. Verpiss dich, du Pisser. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Komm. Me, I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Hallo, mein Freund, wer bist denn du? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Leben in London. Wir sollten diesen Brief lesen? Erzähl mir erstmal ein bisschen was von diesem Ort, mein Freund. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Keine Familie, Bruder? You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Dein Sohn hat deine Pillen geklaut, Alter. Ja, belasten. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Einfach erschossen. Do Wenn you nicht auf know sein Nurse scheiß Leben Dorothy Craig klarkommt. from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really?
And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Gut, das haben wir auch. Wir geben ihm den Brief mal noch nicht, weil... Alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Weiß nicht, was für ein verdammter Brief das sein soll. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Lol, das ist ein Bengel. Ach du Scheiße. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Nachdem er der Gang beigetreten war, sollte Albert die Anführer der Red Boot Boys treffen. Ach, der war das. Sein leichtes Ziel ausgesucht. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Okay. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. Der Mann, nach dem du gesucht hast, ist tot. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Bin mir nicht so sicher, Alter. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. Hier, komm, ich halte dich erstmal, mein Junge. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Ah, so witzig gar nicht, Alter. Oh, wir haben ja keine Hinweise weiter. Na gut, mein lieber Albert. Goodbye, young man. Auf Wiedersehen, junger Mann. Proud of me. Bloody heart, boy. Ja, lass mal reden, Alter. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Ach, dem kann ich jetzt den Brief nicht mehr zeigen, ja? What is auch it, nix an. Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Na gut, mein Lieber. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Er hat fast seinen eigenen Bengel erschossen, Alter.
Der ist ja mal wild unterwegs. Wollen wir mit ihr hier auch gleich quatschen? Ah, es geht, meine Liebe. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Mit Sicherheit. I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Wie geht's den Anwohnern hier, meine Liebe? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Für deine Remedy, sagst du? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Haben wir auf jeden Fall jemanden, den wir hier aussagen können, Leute. Ihr Leben in London. Persönliche Frage. Haben wir nix? Haben wir nix? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Interessant, Alter. I'd like to see what kind of Teile verkauft sie. Eigentlich dafür 10. Boden können wir verkaufen. Nicht wirklich was dabei, was richtig viel Sachen gibt, ne? Und wahrscheinlich lieber zerlegen, die ganze Scheiße. Auch irgendwie. Und ich glaube, das ist der Darius. Der Boy, den wir suchen sollen. Na, quatschen wir halt nochmal mit Darius hier. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ist das nicht schön, Alter. Leute. Das ist auch die letzte Folge in dieser Aufnahmesession. Wir machen morgen auf jeden Fall weiter. Ich habe krank Bock. Morgen auch die erste Folge und schon mal auf YouTube rausballern. Und bedanke mich fürs Einschalten. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Abonnieren, liken und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, Leute. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Also mir macht das Game sehr viel Laune und ich freue mich auf mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.